Etrusco 2021. Wir sind auf dem Schweizer Caravansalon und stehen heute am Donnerstag mit einem Schweizer Händler zusammen, der liebt die Fahrzeuge. Er sagt, mit einem solchen Fahrzeug ist das Camping-Feeling auf dem Platz vollkommen identisch wie mit einem, der doppelt so teuer ist. Ich grüße dich, Stefan. Ja, hallo. Ja, kann ich nur bestätigen, das ist natürlich so. Logisch, die Ferien sind unter dem Strich dann dieselben. Hier sieht man es, ja. Etrusco, eine Marke der Hymer-Gruppe. Und man sieht, man hat richtig viel zu bieten bei Etrusco. Das Design ist toll. Absolut, ja. Italian-Style eben. Genau, ich zeig's mal gerade. Italian-Style, die werden in Italien gebaut, bei einem Hersteller, der es wirklich kann. Ja, das ist die renommierte Marke Leica, gehört ja zur Hymer Group. Die gibt es auch schon ewig und doch, die wissen, was sie tun. So, das ist jetzt eine sehr gefragte Version. Das heißt, ich habe jetzt Längsbetten? Nee, das ist Querbett. Querbett, ja, der 540er DB. So, es gibt eine Besonderheit, ihr habt sehr, sehr viel Platz dafür. Die Marlene wird mal ganz kurz reingehen. Das Längsbett ist auch noch sehr gefragt, aber der wird dann länger. Ja, das ist dann der 640er mit der Längsbett-Variante, genau. Ja, ich habe jetzt gesehen, bei Hymer gab es einen, der war 4,99 Meter. Der sah so richtig lustig aus. Ja, aber mit 5,40 Meter kommt man auf jeden Parkplatz. Ja, eigentlich, also bei uns sind die eigentlich genormt auf 6 Meter, die Parkplätze. 6 Meter? Parkfelder, ja, in der Schweiz. Die Schweizer, Ja, genau. 6 Meter. Also 6 Meter bei uns, das Kleines ist... Land, große Parkplätze. Genau, Marlene, wenn du mal gerade guckst und immer hilfst mal gerade mit dem Polster. Das Polster ist im Moment zusammengelegt. Man kann das Fahrzeug auch als Transportfahrzeug verwenden, das können wir gleich mal gucken. Es gibt hier an der Seite Ausbuchtungen, dass man noch mehr Platz hat im Querbett. Ich glaube, die haben die Polster vertauscht. Die haben die Polster vertauscht, denn die haben nämlich Einbuchtungen Ja, an der Seite, dass sie perfekt passen. Tetris, das muss so sein, oder? genau, richtig. Und dann passt es auch. Das wäre dann so. Eins. Genau. Genau. So. So, das heißt, jeder hat sein eigenes Polster, natürlich nicht in der Mitte ist die Unterbrechung, sondern der Popo liegt dann dort, wo er sein soll. Marlene, nimm mal bitte Platz, dass wir das mal sehen. Sie ist jetzt 1 Meter und? 72. 1,72 Meter. So, da ist Folie drauf, du darfst sie ablegen. Ja, dank der Folie, normalerweise machen wir das nie. Passt gut, so liegt aber auch keiner, muss man sagen. Also so ganz ausgestreckt. Ich würde es auch behaupten. Also bequem sieht ja anders aus als gestreckt, aber ja, es geht, es passt. Locker? Ja, sehr bequem. Bitte nicht einschlafen. Die Matratzen sind sehr bequem. Das ist so, dass die Leute im Camping, die erwarten ja viel. Ich habe einen Lattenrost drunter, einen richtigen. Ja, klar. So, das Genau. Und dann ist da vorne noch ein Fach, ich kann richtig durchladen. Ich könnte hier auch zum Beispiel einen Hund reinmachen, der abends unterm Herrchen schlafen möchte. Ja, sicher. Und eben wegen oder für zum Durchladen, im Sinn, wenn man auch oben alles weg hat, dann ist die Trennwand in 2 Sekunden weg. Bitte einmal machen, dass ich das mal sehe. Und 20. Das waren jetzt 2 Schweizer Sekunden, Okay, genau. aber es ist wirklich sehr schnell. Ja. Top, die Räte. So, jetzt kann ich durchladen bis vorne hin Ja, und habe direkt die Zohrösen, die habe ich auch schon mit drin. Das heißt, ein Fahrrad könnte ich reinmachen. problemlos. Natürlich jetzt Motor, Roller und so, die riechen immer ein bisschen, würde man nicht empfehlen, oder? Würde ich gar nicht empfehlen, ja, effektiv, weil das stinkt ab dem ersten Mal, wo das drin steht. Darum, ich liebe auch Motorräder, aber würde ich Das macht keinen Spaß. Nee, macht keinen Spaß. Ja, der Möbelbau, der ist ordentlich. Es klappert und rappelt relativ wenig, muss man sagen. Das heißt, ihr seid sehr zufrieden. Ja, also ich bin jetzt mit 2 Fahrzeugen schon 2 Wochen unterwegs gewesen und es klappert so, wie es klappert bei allen. So ist es. Also wer erwartet, man kauft ein Nutzfahrzeug und kriegt dann, ich sag mal, ein PKW auf Audi-Niveau vom Innenraumgeräusch her, das ist nicht so. Man fährt aber, ich sag mal, nicht so oft, sondern man campt ja auch, das muss man sagen. Genau, man sollte ja nicht, man soll ja auch nicht rasen, sondern reisen und wenn dann in entsprechende Tagesetappen, aber hauptsächlich Urlaub wäre ja entspannen, also man soll auch ein paar Tage bleiben, wo man ist. Und ja, es ist und bleibt ein Nutzfahrzeug, die Basis. So, Aber, nicht- ja, aber hauptsächlich ist natürlich noch das ganze Equipment, das auch mit scheppert. So. So, die Teller, die Gläser, die was weiß ich, was ich da dran gemacht habe. Ja, hier vorne sieht man ein kleines Detail. Da sind die Gasflaschen. Jawohl, genau.
großzügiger Gaskasten, saubere Kunststoffbox, sauber entlüftet, 2 große Flaschen, reicht für gute Woche, wenn nicht 2. Das ist so, im Winter. Das Genau. muss man auch sagen. Die Winter sind in der Schweiz noch hart. Ja, nicht mehr so wie früher, leider. Ist das so? Ja, das ist so, ja. Auch bei uns spüren wir den Klimawandel, es wird immer wärmer, weniger Schnee, leider. Ja, das war ja noch vor ein paar Jahren, hat man gesagt, das wäre nur, ich sag mal, vorübergehend, aber jetzt, es wird immer wärmer. Das heißt, also mit den Gasflaschen kommen wir dann noch weiter. Wenn wir jetzt mal reingehen, ich gehe mal kurz zu Marlene mal durch, wenn du mal mitkommst, bitte. Ja. Dann sieht man hier sehr schön die Möbel, die drin sind, das ist weiß. Gibt es ja verschiedene Farben oder kommt der so, wie er ist? Es gibt 2 Varianten. Also das ist ja jetzt das Fahrzeug ist die Variante mit dem Edition, respektive Complete-Paket. Da sind die eben in diesem Hochglanz, so eierschalenfarbig, weil im Serienzustand, Standardversion, wären die Oberschränke braun. Ah ja, das gäbe es jetzt auch, oder? Ja, genau. Das ist aber die einzige Option. Also entweder Standard im Holzdeko braun oder als Complete in der, das heißt dann sogar noch X, Type X sind die Schränke im Hochglanz. Eierschalenbraun. Ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommt bei den Leuten, das weiß, oder? Ja, es kommt einfach grundsätzlich gut an, weil es eben jetzt so in der Variante null Holzoptik ist. Ja. Darum und trotzdem nicht so klinisch. Es gibt Hersteller, die so richtig schneeweiß bauen, das ist dann fast wie im Spital oder so. Also ich habe es gesehen bei Volkswagen, also dort, ja, genau, da ist es ja drin. Da sind noch Staufächer hier? Staufächer, ja. Zugänge zum Wasser. Aber Zugänge, genau. Damit man sauber reinigen kann, Wasser, Abwasser, Entleerung, Ventil. Genau. Sehr schön. So, da vorne ist die Spüle. Das ist jetzt eine Spüle, die sich sehr leicht reinigen lässt, denn man kann abwischen und dann direkt in die Spüle abwischen. Ja, genau. Absolut richtig. Also wer sagt, er braucht 3 Flammen, die meisten 3-Flammenkocher, die kriegen eh nur 2 Töpfe rauf. Richtig, das ist so. Der Profi weiß das aus Erfahrung. Also 3 ist immer eine Illusion, aber so mit 2 dann passt das schon. Ja, da kann man was machen. Ja. Ja, stark ist auch das Schienensystem, das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das ist wirklich eine tolle Erfindung. Gibt es einiges an Zubehör, was man reinmachen kann? Ja, es gibt's. Von Etrusco gibt es diverses Zubehör, das ist so. Aber jetzt nicht spezifisch nur für dieses Schienensystem, sondern ich meine allgemein gibt es ein paar gute Optionen. So, jetzt sieht man den Kühlschrank. Ja, ich habe gerade den Kühlschrank gesucht, ne? Und dachte so gerade, und dann gucke ich so um die Ecke. Ah! Der ist nämlich genau an der Stelle, wo er auch hingehört, der Kühlschrank. Denn man kann ihn, Marlene, wahrscheinlich von innen und von außen bedienen, weil diese Kühlschranktür lässt sich komplett nach außen öffnen. Wenn du es mal gerade probierst, machst du mal ganz auf. Siehst du, jetzt kommst du nämlich so dran von außen mit schmutzigen Schuhen. Wenn ich etwas Lust habe zu trinken oder mal zwischendrin einen Snack möchte, dann kommt ein was? Einen Snack möchte. Einen Snack möchtest. Snack aus dem Kühlschrank. Ein Snack aus dem Kühlschrank. Ein Sekt meinst du? Ein Sekt. So, da vorne ist ein Eisfach mit drin. Mach mal auf, bitte. Der Kühlschrank ist von Tedford, klein, aber fein. Aber der Vorteil ist, der Kühlschrank auf der Stirnseite, der hat den Vorteil, man kann ihn von außen bedienen. Das ist klasse, oder? Das finde ich sehr gut, ja. Es gibt da verschiedene, man sieht beim Kassenwagenbau verschiedene Varianten, aber ich finde die jetzt als Kompromiss eine sehr gute Lösung. Ja. Sehr schön. Ja, da vorne sieht man noch mehr Schränke. Wenn du mal gerade den mittleren aufmachst, bitte. Da, dass man mal reingucken kann, wie groß das Ganze ist. Ich zeig's mal gerade. Tada, da ist die Schublade. Gut, wir sind ja immer noch auf 5,40 Meter. Genau. Das muss man fairerweise dazu sagen. Das muss man immer im Kopf haben, ja, oder bewusst sein. Ja. So, das Bad ist groß. Oh ja, Type X, Marlene. Ja, toll. Also dafür hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist. Geräumig. Du darfst gleich mal rein, kannst dich ja mal reinstellen, dass du mal, warte mal, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück. Und du bist 1 Meter und? 72. 1,72 Meter, da wäre noch Platz drüber. Ja. Wo ist der Handtuchhalter, Marlene? Weißt du es? Handtuchhalter? Hier ist 2. Hier ist für die Toilette, für das Toilettenpapier. Schau mal über dich. Ach nein. Doch. Der Handtuchhalter lässt sich ausklappen. Das ist eine Besonderheit.
Da kann man den als Bügel verwenden und kann da zum Beispiel nasse Sachen reinstellen, weil unten drunter darf das Wasser abtropfen. Oder noch mehr Kleidung aufhängen. Noch mehr Kleidung. Das kann man als Bügel verwenden. Einen Schrank, einen großen Schrank für Kleider gibt es auch? Nee, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das wäre dann der Bügel quasi. Kein Platz mehr gefunden im 45. Das wäre jetzt ein Kompromiss, da können wir es hinhängen. Zwischendrin mal wieder raushängen und dann duschen und wieder reinhängen. Es ist ja immer noch Camping, muss man dazu sagen. Also jemand, der so einen Bus kauft, es gibt ja auch teilintegrierte und vollintegrierte. Ja, man muss einen Kompromiss machen, ne? Ja. Da hat sie mal eine Frage. Auf der rechten Seite ist eine kleine Tür. Kannst du uns mal zeigen, wie die aufgeht, wenn du mal kurz schaust? Zieht man einfach. Genau, ja, guck mal kurz rein. Sie will nämlich nichts zerstören. Ah, drücken. Eigentlich recht einfach. Fast wie Push. Push. Duschen geht auch? Ja, der Halter ist da. Brause raus. Oder Die Brause auf dem ist wo? Fenster. Hinter dir, glaube ich, oder? Ah nein, die ist da hier. Die wird ausgezogen, genau. Genau. Ich zeige das mal gerade. Jetzt gibt es ein kleines Detail. Was könnte man mit der Brause noch machen, außer duschen, Marlene? Die Haare waschen im Waschbecken. Ja, könnte man auch. Und was noch? Was könnte man noch machen, wenn du darauf kommst? Guck mal, das Fenster. Man könnte sie zum Fenster raushalten und kann sie als Außendusche verwenden. Genau, ja. Genau. Oder den Hund mit abduschen. Hat Stefan ja schon gesagt. Hat er gesagt, der Stefan? Ja, hat er schon gesagt. Aber jetzt habe ich so getan, als hätte es... Ah, okay. Frage ich, denke ich mir, was ist, was fehlt noch? Sehr schön. Hier, schau mal. Warte mal, Augenblick. Man kann dich nicht hören, aber jetzt... Hier ist auch noch mal ein bisschen. Stefan, wenn du mal gerade einen kleinen Schritt rüber gehst, dann kann ich es mal kurz reinfilmen. Das, was wir haben. Also, Da ist der Stauraum pur. hier ist auch noch mal ein bisschen Stauraum. Also nicht nur hier oben, ne, für die ganzen zeig mal Kosmetikartikel, oben. Medikamente oder was man hier unterbringen möchte. Auch da unten ist noch mal Platz. So, da sieht man auch, wie lang die Dusche ist. Die ist nämlich da unten drin. Genau. Heißt, alles recht pflegeleicht. Die kann man komplett ausziehen zum Duschen. Und hat hier vorne noch ein Fenster zum Entlüften. Und die Tedford-Kassette, die kann man übrigens drehen. Hast du das gewusst? Nein. Das heißt, für lange Beine, dass du die in die Ecke stellen kannst, kann die gedreht werden. Ach ja, wirklich. Das Ja. ist ja toll. Und die wird außen entleert, das können wir uns gleich mal angucken. Denn, ich sag mal, das hier ist der gefragteste Grundriss überhaupt. Das ist jetzt ein Klassiker vom Grundriss her. Das heißt, die Leute können sich gegenüber sitzen, wenn der Sitz gedreht ist vorne. Ah ja, das ganz sicher. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, den Sitz vorne mal drehst, dass man sich das vorstellen kann. Ist das möglich? Ist jetzt relativ kompliziert, weil wir vorne das Zusatzbett installiert haben. Zeig mal bitte. Das muss ich mal sehen. Das ist das Zusatzbett. Das ist aber nicht von Etrusco, gell? Camp Sleep heißt das Produkt. Ne? Das gibt es ganz normal im Fachmarkt zu kaufen. Preis ungefähr? Das liegt bei 230 Schweizer Franken, glaube ich. Ja, da könnte jetzt ein Bett oder... Also für ein Kind kein Problem. Aline, du bist das Kind? Ja, also das geht. Das geht, ja, garantiert. Ja. Ich habe es noch nie gesehen, wo es jetzt montiert ist. Das heißt, unten drunter habe ich dann wahrscheinlich... Nein, hinten ist einfach, also Kopf wäre ja vorne. Ja, genau. So, So, die Beine mal... jetzt der ultimative Test. Ja. So, ich zeige es mal gerade von der Schaufensterscheibe, dass man das Ganze so mal sieht. Hier vorne, da ist die Marlene drin. Und tatsächlich... Hallo. Das ist größer, als ich dachte. Weil die Innenbreite ist ja dieselbe wie hinten, von dem her geht das schon. Aber es ist natürlich für ein Kind gedacht. Ja, das heißt also, die können das dann nutzen. Ja. In dem Moment kann man es nicht drehen, aber das kann man sich ja vorstellen. Das kennen wir ja von 10.000 meiner anderen Videos, die drin sind. Da werden dann die Beine. Und, wie war's? Ja, es ist erstaunlich bequem, hätte ich nicht gedacht, wirklich. Ist gut. Ist wirklich super. Da wird ja wirklich auch jede Ecke ausgenutzt in dem Fahrzeug. Ja, also das ist ja, wie gesagt, das ist ein völliges normales Optionen-Bett, wo man in jeden Kastenwagen, wo wir für jeden Kastenwagen verkaufen. Normalerweise, oft haben sie ja ein Zusatzbett gedacht hier, die meisten Hersteller. Aber das Problem ist ja, dann kann ja niemand mehr rein und raus. Also dann ist immer der Eingang blockiert und so ist der Eingang nicht blockiert. Ja, und der Vorteil, ich kann jetzt noch frühstücken mit 2 Personen. Kommt noch dazu, genau. Tisch ist ja ausschwenkbar, hat 2 Etagen. Das ist eine gute Lösung. Also ich habe es noch nie gesehen, wo es montiert war. Okay. Was ich bei dir alles heute erfahre. Ja, das ist unglaublich. Ja? So ein Schweizer Ausflug, was das alles zur Folge hat. Ne? Für 4 Personen. Ja, genau. Und, müsste mich irren, genau sogar mit
Fix, wie heißt das? Isofix? Isofix, genau. Beide. Ja, genau. Und wie ist die Sitzposition? Sitzt man gut? Ja, ist angenehm. Gut, die Kopfstütze müsste ich natürlich höher machen. Natürlich. Super. Ist gut. So ist das. Das heißt, man muss sich allerdings lieb haben auf dem Sitz, denn man kommt sich schon sehr nah, aber es ist wahrscheinlich gedacht für kleine Kinder, oder? Ja, also das geht. Wir zwei haben da nicht Platz, das ist ganz klar. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Da ist noch ein Fach drunter, da ist die Heizung. Ja, also dahinter drunter, aber dort ist noch Elektrik. Genau. Elektrik, die entsprechenden Sicherungen. Da ist die Boilersicherung gegen Frost. Ja, Blau, der blaue Hahn. genau. Das schwarze mit dem blauen Knopf, genau. So, und die 230 Volt Sicherung. Ja. So, hier vorne habe ich noch ein kleines Verlies. Was ist da drin, Marlene, wo der Fuß drauf steht? Das sollte Stauraum sein. Stauraum sein, Geheimfach. Schmuggelware. Schmuggelware. Ach so, wir sind in der Schweiz, richtig, ja. So ist es da vorne auch. Wow, Da ist noch ein Stauraum. Da passt viel rein. Cool. So 2, 3 Flaschen Wein von Italien, warum nicht? Respektive aus dem Tessin in der Schweiz, ist klar. Bei dem Preis, den du jetzt hier genannt hast, da ist die auch dabei, die Thule, die Omnistor? Ja, das ist der Komplettpreis, eben für das, die ist im Paket X dabei. Der Tank, wie groß ist der Tank? 100 Liter. 100 Liter Wasser. Ich komme auch recht weit. Service, der ist natürlich zu machen beim Fiat-Partner. Genau, ganz genau, wie bei allen anderen auch, ja. Ich zeige es mal gerade von der anderen Seite. Erster Tag, wir sind in Bern. Er hat freundlicherweise gesagt, soll ich denn Hochdeutsch sprechen? Ihr sprecht hier auf der Messe, hier kommen wirklich viele Schweizer, muss man sagen, oder? Kommen auch viele aus Deutschland und Österreich hier auf die Messe? Nein, viel wäre ja sicher übertrieben zu sagen. Wobei Österreich weiß ich jetzt nicht dieses Jahr, weil ja die eigene Messe da von Wels abgesagt war. Das werden wir sehen. Also die Auswertung kriegen wir dann am Schluss von der Messe. Aber sicher hauptsächlich Schweizer, wobei es schon immer, jedes Jahr hat es Grenzgänger aus Deutschland auch zu Besuch. Ja, Das ist so. Wir sind sehr, sehr nah an Bern, an Deutschland, oder? ja sicher. Ich zeige mal gerade so kleine Details. Die Fenster, die sind abgedunkelt. Da sieht man, dass es in Italien gebaut wird. Ja, man kann nicht reingucken von außen nach innen. Oder ich sag mal fast unmöglich. Ich weiß nicht, ob das ein spezielles italienisches Symptom ist, dass die Scheiben dunkel sind, weil die meisten Hersteller haben eigentlich dunkle Scheiben. Ja, ich habe schon einige gesehen mit hellen Scheiben. Es gibt jetzt einen Rausfallschutz, der ist auch neu. Sicher ein was? Entschuldigung? Ein Rausfallschutz, siehst du da vorne, wenn man das Fenster aufmacht, da ist so eine Stange jetzt mit drin, oder war die vorher auch schon drin? Die war eigentlich vorher auch schon drin. Wir haben da drüben einen 20er. Ob das Rausfallschutz ist? Ja, die Bin waren ich jetzt überfragt. Das haben die mir erzählt. Die Ja. haben gesagt, ja, wenn jetzt Hat Kinder das darauf jemand spielen, dann ist einmal hier die Stange, dass sie nicht rausfallen können. Ja, So, und damit auch hier, das ist jedenfalls ein gutes Argument. also dass die sagen, wenn da Kinder spielen und so weiter, dass die also nicht so einfach da durchpassen. Ja. Das war so Ja, die ja. Idee. Weil Ja. da ist wohl das ein oder andere schon mal rausgefallen. Das kann ich mir jetzt irgendwie fast nicht vorstellen. Oh, das kann ich mir bei meinem Sohn, der ist jetzt 8. Das könnte ich Okay. mir vorstellen. Schön. Du verkaufst viele Fahrzeuge davon? Ja, es ist das zweite Jahr. Also wir haben letztes Jahr, Etrusco hat letztes Jahr den Schweizer Markt begonnen zu liefern, wo wir mitgemacht haben. Und ja, es läuft gut, bin zufrieden. Ja, ja. Ja, eine Marke der Hümer-Gruppe, da stimmt auch die Qualität, der Service. Du bist zufrieden mit Etrusco? Genau, ja, weil also das Büro, wenn man das Office ist ja in Leutkirch, da wo auch Garado und Sunlight ist. Und ja, da läuft die Kommunikation super, gutes Rückmeldung und schnell. Ja, sind zufrieden, ja. Passt. So, ich zeig's nochmal komplett. Die Firma heißt Camperland. So, und der Ort bitte nochmal in Bösingen, Bösingen. genau. In Gibt's Bösingen. auch in Deutschland. Okay, ja, das aber jetzt in der Schweiz. Ja, Schweiz, genau. Schön. Ich halte noch mal kurz auf das Schild drauf, dann haben wir es komplett. Der neue Etrusco 2021 mit Camp Sleep und zum Preis, wie er hier steht, für 46.000, ich habe mal gerade ab Werk, Gesamtpreis 48.900 Schweizer Franken, der CV 540 DB. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und da ist Camperland, ja, Camping Service Center Bösingen, camperland.ch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.